Die Weihnachtszeit liebe ich ja ganz besonders mit schöner Deko, köstlichem Essen, Gemütlichkeit. Traditionell findet bei uns zu Hause immer das Weihnachtsessen statt und ich habe mir deswegen was total Leckeres ausgedacht, nämlich Camembert-Birne im Knuspernest. Ich glaube, alle werden begeistert sein, ich ganz besonders. Mein Name ist Claudia und ja, dann legen wir mal los. Damit ich auch ganz besonders viel Spaß an dem Abend habe und nicht so viel machen muss, habe ich hier die Zutaten. Einen Brickteig, den habe ich jetzt hier auf der Rolle, hat in Nordafrika oder in nordafrikanischen Ländern seinen Ursprung, ist ein hauchdünner Weizenteig. Den brauchen wir auf jeden Fall. Dann hier einen wunderbaren Camembert, könnt ihr auch einen schönen Brie nehmen, so ein bisschen kräftiger empfehle ich. Ich habe den hier auf dem Markt gekauft und der ist so ein bisschen kräftiger, damit da hier ordentlich Geschmack dran kommt. Dann geht es weiter mit ein wenig Honig, natürlich die Birnen, geschmolzene Rosmarin, Thymianbutter, die habe ich schon vorbereitet. Walnüsse, die habe ich natürlich schon vorher geschält. Erstmal im Garten natürlich wieder aufgesammelt und ja, schon mal vorbereitet. Und dann kann ich jetzt gleich mal loslegen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Platz schaffen, damit ich hier auch ordentlich meinen Brickteig bearbeiten kann. Ihr werdet gleich sehen, warum. So. Den falte ich jetzt wie ein Fächer, würde ich mal sagen. Na, falte ich den und ihr werdet gleich sehen, wieso und weshalb. Das geht eigentlich ganz einfach. Was ihr auch übrigens, wenn ihr keinen Brickteig finden solltet, was ihr super machen könnt, ihr könnt auch einfach Filoteig nehmen. Der ist genauso schön dünn, knusprig und auch hervorragend für dieses Gericht geeignet. So. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier so richtig schöne Spalten, Falten. So, jetzt nehme ich hier meine Auflaufform. Jetzt muss ich den Teig festhalten, weil ich nämlich dummerweise vorher nicht die Form ausgebuttert habe. Das mache ich jetzt hier direkt mit dem wunderbaren Rosmarinzweig. So. Seht ihr, das ist ganz toll. Das geht ganz einfach. Ihr habt wunderbar den Geschmack dann an dem Zweig, den ihr schön in der Schale verteilt. So, jetzt haben wir das. Und nun kommt das Highlight. So, ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich das möchte. So, jetzt wird der Teig einfach hier so reingesetzt und so ein bisschen angeordnet. Jetzt seht ihr, sind hier die Taschen und die werden gleich mit Birne und Käse gefüllt. Die Birnen habe ich auf dem Markt gekauft, die haben mich so angelacht, musste ich sie auf jeden Fall mitnehmen. So. Die werde ich jetzt hier einfach durchschneiden, dann das Kerngehäuse einmal rausnehmen. Ich hoffe, ich kriege das so ganz gut hin. Oh, fast. So. Jetzt kommt das super duper Highlight. Die werden jetzt hier in den Taschen angeordnet. Das macht ihr einfach so, wie ihr Lust und Laune habt, wo ihr Platz findet. Ich habe mich übrigens hier für diese Williams-Birne entschieden, weil die so schön saftig und süß ist und die duftet auch ganz hervorragend. Und ihr seht hier, ich mache immer so eins übers andere. Hier noch, da noch. Ich finde,
Ja, die kriegen wir jetzt auch noch unter. So. Eine esse ich selber schon mal. So, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Die tue ich mal auf die Seite. Und jetzt geht es dem Käse an den Kragen. Das ist ein Brie aus der Normandie, ein Rohmilchkäse. Den finde ich super, super lecker vom Aroma. Der ist so ein bisschen kräftiger, würziger, harmoniert super mit der Birne, die was richtig schön Süßliches, Saftiges hat, wie ihr ja gerade gesehen habt. Und jetzt wird der einfach in Streifen geschnitten. Ich finde, der sieht schon ganz schön cool aus. Toll, oder? Und jetzt geht es einfach schon ans Finale, nämlich die Rosmarin-Thymian-Butter. Damit bepinsel ich das jetzt alles und vor allen Dingen auch den Teig, weil dadurch wird der dann nachher richtig schön knusprig. Aber auch das riecht so köstlich. Und jetzt kommen die einfach hier so drüber. Was für eine wahnsinnige Kombination, dieser Brie, die Birnen, die Walnüsse. Ihr werdet sehen, es ist eine Geschmacksexplosion. Aber jetzt kommt noch das Highlight obendrauf. Und zwar ein bisschen flüssiger Honig. Den habe ich hier beim Imker, unser Nachbar hat nämlich ein Bienenvolk, habe ich von unserem Imker bekommen. Und der kommt da jetzt einfach drüber. Und der kann jetzt auch so richtig schön in die Taschen eindringen. Also da müsst ihr auch nicht sparen, weil das ist viel Käse, bisschen Birne. Da ist noch ein wunderbares Loch, da kann das noch rein. Wow. Jetzt geht dieses wunderbare Exemplar noch in den Ofen für ungefähr 20 Minuten bei 160, 180 Grad. Ihr müsst einfach gucken, wenn das hier oben alles so ein bisschen braun wird und knusprig wird. Und ihr seht ja auch, wenn der Käse schon ein bisschen schmilzt, dann könnt ihr die wunderbare Geschichte rausholen. Aber jetzt erstmal hinein in den Ofen. Und jetzt schneide ich das mal an und probiere. Oh, hört ihr das? Das knuspert richtig. Das ist wirklich ein wirkliches Knuspernest. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier gut rausgehoben. Na. Oh, guckt mal. Aber es hängt noch fest. Ich hätte es doch mit dem Messer machen sollen. Aber jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt habe ich es. Ja. So. Und jetzt wandert das. Guckt mal. Wow. Mega. Jetzt wandert das hier drauf. Und ich darf das jetzt probieren. Ich bin sehr gespannt. Es ist noch ganz schön heiß. Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht. Leute, wenn ihr das nicht zu wenn ihr das nicht zu Weihnachten macht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Das ist mein Geschenk für euch. Das müsst ihr unbedingt machen. Ihr werdet, euer Besuch, euer ganzer Tisch wird vor Freude entzückt sein.
Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Probiert es aus, esst es, schmeckt es, genießt die Aromen und habt noch eine schöne Zeit. Eure Miss Kliss.